Willkommen zurück. In diesem Video schauen wir uns heute an, was hat AMC heute gemacht. Wir machen ein kleines Update zu GameStop und vor allem wir schauen uns zwei sehr vielversprechende Aktien, FFEI und Unity Software. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Tutorial ans Ende des Videos hängen oder ihr sucht es einfach nach der Playlist Fractal Method auf meinem Channel. Na, dann springen wir gleich zu AMC. So, für AMC machen wir heute eine kleine Zusammenfassung. Einfach damit jeder auf dem gleichen Stand ist. Also, AMC ist in seinem Megaphone-Pattern. Perfekt. Wir haben es natürlich bei der IPO berührt. Wir haben es das zweite Mal im März 2020 berührt. Vor dem Squeeze beim Allzeitlow im Jänner 2021 haben wir es nicht mehr berührt. Erst wieder im April 2024. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass wir genauso wie 2020 sie diesmal auch nicht berühren werden. Bei unserem Squeeze im Juni 2021 haben wir sie das letzte Mal berührt und sind rejected. Somit, wann auch immer wir jetzt unseren Zwei-Part-Squeeze, darauf gehe ich gleich ankriegen, ich glaube, wir werden auf jeden Fall diese Linie noch einmal berühren. So dumm, wie sich das anhört. Wie schon gesagt, ich gehe von einem Zwei-Part-Squeeze aus. Einfach nur deswegen, weil ich tracke Dezember 2020 bis Juni 2021. Ich tracke nicht 2024 und 2025. Das waren nämlich die einzigen zwei Male, wo wir einen Ein-Part-Squeeze gehabt haben. Wie wird jetzt ein Zwei-Part-Squeeze ausschauen? Ganz einfach, wann auch immer wir unten fertig sind. Wir gehen hier hinauf, rejecten, gehen runter, machen diesen Blödsinn hier und dann gehen wir rauf zu unserem Allzeithoch. Wo wäre dieses Ziel? Naja, wir schauen uns einfach 2020 und 2021 an. Von unserem Allzeitlow bis zum Peak nehmen wir unsere FIB. Nachdem wir den Ein-Part-Squeeze gemacht haben, sind wir runtergefallen und sind bei der 0.618 FIB gebounced. Wenn man das jetzt wieder macht und wenn wir davon ausgehen, wir wollen diese Trendlinie hier nicht mehr nach unten brechen nach dem ersten Part, dann nimmt man einfach die FIB. Wenn wir jetzt noch davon zusätzlich ausgehen, es wird Februar, März, April passieren, dann ist unser Ziel so um die 130 herum. Ja. Wir kommen hier rauf, fallen hier runter, machen einen Breakout-Retest, fallen auf die 0.618 FIB. Ja, und dann machen wir das Sideways-Ding. Die Sache ist die, in 2021 hat das hier ungefähr 112 Tage gedauert. Weil das Fractal sich immer wieder überholt, aber bei jeder Wiederholung langsamer und größer wird, könnte man davon ausgehen, das nächste Mal, wenn wir diesen Part wiederholen, wird er 200 Tage oder ein Jahr dauern. Ich sage es nur. Ja. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wenn wir einen Zwei-Part-Squeeze machen, dass der zweite Part im Juni schon stattfindet. Aber ich könnte mich irren. Ja. Okay, soviel zu den großen Zielen. Jetzt zoomen wir mal rein, was wir heute gemacht haben. So, bevor wir anfangen, noch eine kleine Sache. Eigentlich, meiner Meinung nach, ich könnte mich irren, war das heute ein perfekter Tag. Einfach deswegen, ihr müsst euch mal vorstellen, die Börse hat heute einen massiv roten Tag gehabt. Wir waren bis zu minus 2% bei SPY runter. Bitcoin war, glaube ich, bis zu 4, 5, 6% unten. Und den Memes war das, also speziell AMC und GME, war das relativ egal. Ist ein gutes Zeichen. Einzige Sache ist, wir hatten gestern das Ziel so und das A hier wäre. Mit diesem Drop, nein, mit diesem Drop kann das hier nicht mehr A sein. Aber
wir haben jetzt zwei Varianten hier noch. Erstes, das Ganze hier ist unser Higher Low. Ja? Für den Fall ist es ganz wichtig, dass wir 1,35 nicht berühren und nicht brechen, klarerweise. Auch dazu sei gesagt, weil ich das ja gestern schon gesagt habe, ihr seht, wenn ich hier mit der Maus hingehe, steht da 1,36 und hier 1,35. Ja? Es kann auch sein, dass wir hier reingehen. Das wäre dann 1,35,5. Ja? Es ist im Prinzip egal. Wir dürfen einfach nur dieses Level, was wir letzten Freitag haben, nicht berühren. Sollten wir das berühren, es ist leider nur noch einen Cent weg, ja, dann werden wir zu 100% bis Freitag fallen. Sage ich euch gleich. Ja. Es gibt kein Higher Low, was in einem doppelten Boden, Triple-Boden oder vierfachen Boden endet. Ja. Wir werden runterfallen, wahrscheinlich zwischen 1,30 und 1,25. Hoffentlich nicht diese Linie. Und dann müssen wir halt den ganzen Scheiß nochmal machen. Kommen wir nicht dran vorbei. Sollten wir das nicht tun, ja, dann werden wir hier ausbrechen, werden unser kleines A mit Pullback machen, unser kleines B mit Pullback und dann unser C. Das ganze Ding ist unser mittleres Higher Low, ja, was wir natürlich halten müssen. Ja. Und danach gehen wir zu unserem A. Für das A machen wir dann einen 0.5 Pullback und in dem Moment, wo wir hier sind, knallen wir nach oben. Ja? Und ich habe auch schon im letzten Video gesagt, ich bin einverstanden, wenn wir diesen Pullback nicht machen, wenn wir einfach sehr viel Volume und Volatility haben, aber das Higher Low, das brauchen wir. Ende. Noch einmal kurz zum Herzeigen, wie das Ganze ausschauen würde. Hier haben wir Jänner 2021 bis 15. Jänner 2021, bevor wir die großen Squeeze Candles hatten. Und das ist genau das, was ich meine. Wir haben hier ein kleines Higher Low gemacht. Hier ist unser großes Higher Low. Und dann sind wir rauf zu unserem A gegangen. Und wenn man hier die FIB nimmt, von dem Allzeitlow da hinauf, 0.5 Pullback und wir sind marschiert. Ja? Ungefähr sowas möchte ich sehen. Okay, na dann, ab zu GME. So, für GME auch eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Von 2003 bis April 2020, das ist unser High Low. Ich weiß, auf dem Weekly schaut das so aus, als wäre das unser Lower Low, aber ihr könnt es googeln und mit dem 24-stündigen Chart anschauen. Ich war selber geschockt. Das ist unser High Low. Von April 2020 bis April 2024, das ganze Ding hier ist einfach nur unser A mit A Pullback. Und von 2024 bis heute ist einfach nur unser Higher Low. Was passiert, nachdem wir hier fertig sind? Naja, unser Squeeze geht rauf zu großen B. Und mein Preisziel ist diese Trendlinie. Ja, also ich werde nie sagen, wir gehen 100%ig zu 5.000, 10.000, 3 Millionen, was auch immer, weil ich kann einfach nur das tracken, was ich sehe. Und diese Trendlinie hat uns seit IPO begleitet. Ja, 2018 wäre ein bisschen drüber gezoppt, perfekt. Und 2021 war das unsere Rejection Line, wo wir beim Squeeze nicht drüber gekommen sind. Für unser B gehe ich von was Ähnlichem aus, also 360 bis 400. Natürlich, ich bin auch okay, wenn wir ein bisschen drüber gehen, genauso wie 2018, aber nicht viel mehr. Was passiert dann danach? Naja, wir werden hier raufgehen, vielleicht auch hier rauf, okay. Dann werden wir instant massiv runterfallen. Ich gehe davon aus, wenn wir uns das auf einen 24-stündigen Chart anschauen, wir werden halt genau auf dieser Linie landen. Also sagen wir 400, dann werden wir runter neifen zu 58. Und danach, bisschen, werden wir zur Seite gehen und nichts machen, knallen wir nochmal rauf, aber werden einen Lower High machen. Und dann werden wir wahrscheinlich so 3, 5, 6, 7, 8 Jahre
wieder diesen Pullback machen. Genauso wie in den letzten 5 Jahren. Und dann geht es rauf zum großen C. Das kann dann in den Tausender liegen. Ich glaube allerdings, das wird dann niemanden mehr interessieren. Haben wir das hier schon gesehen? Ja, zweimal. Einmal in 2020, 2021, raufgeknallt, runter, nochmal rauf, Lower High. Und noch einmal in 2024 im Mai, raufgeknallt, runtergeknallt, Lower High. Ja? Also bin ich der Meinung, wir werden das nochmal machen. Gut, na dann schauen wir uns mal an, was wir heute gemacht haben. Auch hier, noch einmal, minus 2% rot on SPY. Minus 35%, 35, das wäre geil gewesen. Minus 5% runter am Bitcoin. Und GameStop hat einfach nur einen kleinen Pullback gemacht. Was war dieser kleine Pullback heute? Ja? Das war einfach nur unser kleines B für die Bullish-Variante. Und zwar, wir nehmen einfach die FIB von unserem A-Boden rauf zu unserem B und wir sind genau hier unter der 618 gebounced. Für die bullische Variante bedeutet das jetzt, A, B ist fertig, rauf zu C. Und dieses C ist unser großes A. Nach dem großen A kommt wieder der 0.5 Pullback. Und hier, wie bei AMC, wenn AMC und GME hier sind gleichzeitig, dann kommen die großen Boom-Boom-Candles. Ne? Wie hoch dieses A sein kann, es muss über dem T sein, also über 28. Also ich gehe davon aus 29 bis 35. Wann? Kommt drauf an, wie schnell AMC ist. Ganz ehrlich. Wenn AMC jetzt morgen ein neues All-Time-Low macht, bis Freitag oder so, naja, dann werde ich davon ausgehen, dass wir hier langsam hinaufkriechen werden. Ja, nicht schnell. Weil, wie gesagt, die zwei laufen halt gleichzeitig. Die Alternative. Die Alternative würde bedeuten, dass dieser letzte Peak am Montag schon unser A war. Und dass wir jetzt schon in den 0.5 Pullback runterfallen. Würde bedeuten, wenn wir hier unser Low am 21. November nehmen, hier hinauf, irgendwas zwischen 22 und 21 Dollar. Ja. Und dazu sei gesagt, wie gesagt, wir müssen wieder auf AMC warten, kann das auch locker sein, dass wir trotzdem hier bouncen. Das wäre dann unser Lower High, runterfallen, Midpoint, runterfallen, T, runterfallen, wie. Ja? Kommt immer drauf an, wie schnell ist AMC. Ja? Weil GameStop hat sein Higher Low schon gemacht und ist schon im Trend. Ja? So weit muss AMC halt mal kommen. Schauen wir mal. Zu was ich tendiere, ich muss ehrlich sagen, im englischen Video habe ich noch mehr dazu tendiert, dass wir schneller sind. Einfach nur alleine, weil AMC einen schönen Aufwärtstrend hatte. Jetzt nach den After Hours ist AMC wieder bei 36. Das bedeutet 1 Cent noch weiter runter und neues Allzeit-Low bis Freitag rot. Higher Low wieder machen. Ich bin derzeit 50-50. Schauen wir mal. Ja. Nur eine kleine Sache, wenn wir bis Freitag bei AMC noch immer nicht das Higher Low hier fertig gemacht haben, dann kann ich euch 100%ig garantieren, meine 100%, also sagen wir 99%, nicht nächste Woche. Die einzige Chance, damit nächste Woche was passiert ist, wenn wir das ganze Teil hier bis Freitag fertig haben. Wenn nicht, nein, keine Chance. Okay, dann FFRI. So, warum schauen wir uns das an? Weil es ist ja $1 scheiß Penny Stock. Ich meine, wir schauen uns auch AMC und GME an. Okay? Aber die Sache, das Interessante an FFA ist, es ist in der gleichen Position wie AMC und GameStop. Ja? Und wenn man sich die IPO anschaut, dann hat es auch den gleichen Zeitrahmen. Weil hier ist Jänner 2021
und hier ist Ende Jänner 2021. Dieses Ding ist also schon 2021 mit den Memes gelaufen. Ne? Für das Fractal ganz kurz. 2021 war unser C, unser Allzeithoch. Dann Lower High, Midpoint, massives T und dann runtergefallen zu unserem V, zu unserem Alltime-Low im April 2025. Zu den Preiszielen, wenn wir es 1:1 nehmen mit den Regeln, wäre unser nächstes A bei 153 und unser B bei 5000. Wie ich auch schon bei den vorigen Updates gesagt habe, ohne Forward Split, nein. Ja? Wenn wir also keinen Split machen, was sind realistische Preistargets? Naja, unser nächstes A ist bei 5, unser nächstes B irgendwas 12, 15 und diese T-Linie, wo vorher das A war, das wäre unsere Linie, die wir nicht brechen werden, wo wir rejecten werden und sterben werden. Ja? Also 150 ist drin. Okay, na dann schauen wir uns das hier unten mal näher an. So, im Gegensatz zu AMC hat Fuse FFAI schon sein riesiges Higher Low gemacht. Hat mehrere Monate gedauert, war ein perfektes V&A und unter der 7.786 Linie. Und seitdem wir das fertig haben, gehen wir hier nur noch zur Seite. Ja? Sache ist die, ich habe meine Zeitangabe war 12. Jänner bis 19. Februar. Und ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur zur Seite gehen. Und seitdem geht diese depperte Aktie einfach nur noch zur Seite. Super. Aber wenn man sich jetzt nur das hier anschaut, dann war das heute auch, während der Markt abgestürzt ist bis geht nicht mehr, ein schöner Ausbruch, Retest, Ausbruch. So, was würde also als nächstes passieren? Naja, das ist das Dumme bei FFAI, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es stirbt oder wir machen jetzt dann das. Und das ist eigentlich sogar falsch. Wir machen das. Ja? Ich werde auch gleich zeigen, warum. Ja? Aber jedes Mal, wenn FFAI bereit ist, nach seinem Higher Low, wird es extrem vertikal. Jedes Mal. So, das erste Beispiel, was wir uns anschauen, ist Dezember 2024 von November 2024 bis Dezember 2024. Und man sieht hier, wir haben unser V, wir haben unser schönes Higher Low. Dann sind wir in dem Fall nur 2 Tage einfach zur Seite gegangen. Und dann haben wir diese massive Candle hier gemacht. Ja, zu der komme ich gleich. Danach hatten wir diesen Run. Ja. Und dieser Run war ein 310%iger. Zu dieser Candle, die gibt es nämlich mehrmals. Ja. In dem Fall ist diese Candle nicht über das Higher Low gegangen. Das bedeutet für uns, wir würden bis irgendwas 3,53 gehen. Ich sage es noch einmal, das ist trotz alledem 200%. Und das Gemeine daran ist, ich habe das ja im letzten FFA-Video schon gesagt, das ist sozusagen die Arschloch-Candle. Ja? Weil danach fällt man runter, auch instant. Und wenn man dann verkauft, verpasst man die Scheiße hier. Das zweite ist hier. Ja? April 2024 bis Mai 2024. Auch hier ein wunderschönes Higher Low. Auch hier zur Seite gegangen mit einem kleinen Aufwärtstrend. Auch hier sieht man diese wunderschöne Arschloch-Candle. Diesmal ist sie übers Higher Low gegangen. Das bedeutet im jetzigen Fall 5, 6 Dollar. Und dann wieder runtergefallen. Und wenn man hier verkauft hat, deswegen ist es die Arschloch-Candle,
Dann hat man 9000% Move verpasst. Mhm. Und ich meine, es ist ein Risky Play. Aber die Sache ist, was uns jetzt bevorstehen könnte, ist kein 9000%iger Move, sondern ein 11.000%iger Move. Ja. Deswegen schaut es gerade so interessant aus. Okay, so viel für FFAI. Und das letzte ist Unity Software. So, ich habe ja letztens schon Unity Software gezeigt in meinem kleinen Rage-Video, dass der Markt kein Supply-and-Demand-Markt sein kann. Heute schauen wir uns noch das Faktor an. Ne? Nochmal zur Wiederholung. Unity Software ist in seinem B gestartet. Dann C, Allzeithoch, Lower High, Midpoint, Last Time to Sell, runter zum Allzeitlow zum V. Das war am 24. August. Auch Unity Software hat dann ein wunderschönes High Low gemacht, ist dann über die T-Linie gegangen. Das war unser A. Und ich habe dann immer gesagt, wir brauchen jetzt ein 0.5 Pullback. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das ein bisschen länger dauert. Mit der letzten Woche und vor allem seit letzten Dienstag, ja, sind wir einfach runtergeknallt. Super. Ziel erreicht. Ole. Ja. Auch hier, damit es jeder sieht. 0.5. Perfekt. Bevor wir gehen, wie das jetzt ausschauen könnte, einzige Alternative für das, falls wir noch immer weiter runter droppen, ist, dass wir hier runter zur 618 FIB müssen. Also $22 ungefähr. Ja. Wenn nicht, war das hier unser Bounce. Was passiert jetzt? Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich bis erste Woche März ein Higher Low machen, vielleicht sogar früher, wenn dieses Higher Low hält. Unser nächstes Ziel ist B und B ist über der M-Linie. Das bedeutet irgendetwas über 109. Deswegen schaut das derzeit so extrem interessant aus. Und vor allem haben wir ein Beispiel für B. Und in dem Fall haben wir das sogar. Und zwar die IPO. Ja? Weil das hier ist keine 0.5. Ja? Bedeutet, wir machen die umgedrehte FIB. Das bedeutet, hier bei 32 müssen wir uns den unsichtbaren A-Boden vorstellen. Ja? Bedeutet, wenn man nämlich von diesem A-Boden hier die 0.5 nimmt, dann ist es eine 0.5. Das bedeutet, wir sehen die eine Hälfte des Runs nicht, aber die zweite Hälfte von dem Run zu B sehen wir. Und der ist ziemlich vertikal. Also wenn das hier nur halbwegs so ist, ja, dann kann man eigentlich diese Linie wortwörtlich nehmen. Ja. Schaut interessant aus. Man muss hier nicht einmal Optionen spielen. Wir sind gerade bei $25. Unser Ziel ist 109 bis 130. Ja? Also kein Financial Advice, nur ein kleiner Tipp. Okay. Ich glaube, das war alles für heute. Ne? Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like geben. Erklärvideo kommt dahin. Playlist dahin. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mir ein Abo hinterlassen. Mal schauen, wie der Tag morgen ausschaut. Wir sehen uns.